Wir sehen die Live-Bilder vom Ronald Reagan National Airport. Dort ist eine Regionalmaschine mit einem Militärhelikopter zusammengestoßen. An Bord des Flugzeuges, einer Bombardier, waren 64 Menschen, 60 Passagiere, 4 Besatzungsmitglieder. An Bord des Black Hawk Helikopters 3 Soldaten. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Wir sehen aber, dass hunderte Rettungskräfte bereits seit Stunden dort sind. Wir wissen inzwischen auch, dass es Opfer gegeben hat. Aber wir wissen nicht, ob Überlebende gefunden worden, ob Tote gefunden worden sind. Es ist eine schwierige Situation. Washington D.C. ist 6 Stunden zu uns zurück. Also dort ist es kurz vor 1 Uhr nachts. Und unser US-Korrespondent Gregor Schwung ist für uns jetzt dort in der Nähe des Geschehens, wo sich das alles ereignet hat. Gregor, guten Morgen trotz dieser schwierigen Situation. Aber wie ist dein aktueller Stand? Was haben die Behörden jetzt bisher schon veröffentlicht? Ja, die Rettungsarbeiten hier hinter mir laufen auf Hochtouren. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Ich befinde mich hier auf der gegenüberliegenden Seite des Flughafens noch in Washington. Man kommt hier mit dem Auto kaum mehr voran. In der Luft kreisen die Helikopter. Es gibt Medienberichte, dass bereits 8 Leichen aus dem Potomac-Fluss hier hinter mir geborgen werden konnten, was natürlich traurige Gewissheit für die Angehörigen hier ist. Mehr ist allerdings noch nicht klar. Allerdings muss man sagen, wenn es hier noch Überlebende geben sollte, dann wird es von Minute zu Minute unwahrscheinlicher, dass die wirklich überleben. Denn dieser Fluss war bis vor 2 Tagen noch völlig zugefroren aufgrund der Kälte hier in Washington. Und die Wassertemperatur kann ich jetzt unmöglich schätzen, aber die dürfte wenig über Null liegen. Das heißt, das ist für den menschlichen Körper nicht lange aushaltbar. Gregor, gibt es denn schon irgendwelche Hinweise bei den Ermittlungen auf die Unglücksursache? Es gibt ja die Bilder, wo es tatsächlich einen Feuerball über dem Flughafen gibt. Das war Ortszeit kurz vor 21 Uhr, 3 Uhr unserer Zeit hier in Deutschland. Also nach jetzigen Erkenntnissen handelt es sich dabei wirklich um einen Unfall, aber es werden auch schon von ganz prominenter Stelle Fragen gestellt, wie das überhaupt sein kann. US-Präsident Donald Trump hat auf Truth Social nämlich gefragt, was da los war. Er schreibt, die Lichter des Flugzeuges waren leuchtend, der Helikopter flog auf dieses Flugzeug zu. Warum ist er nicht nach oben, nach unten oder zur Seite geflogen? Also da werden auch aus dem Weißen Haus jetzt Fragen gestellt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Verteidigungsminister Pete Hegseth hat schon angekündigt, dass er eine Untersuchung einleiten möchte im Pentagon. Gregor, du wirst das Ganze für uns natürlich weiter intensiv beobachten, bis in der Nähe der Unglücksursache. Wir werden uns natürlich im Laufe des Morgens weiter intensiv unterhalten. Danke erstmal für den Moment an den Flughafen Ronald Reagan National.